Hallo meine Lieben, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit der Cricut Joy im Cricut Design Space eine Vinylfolie bearbeiten könnt und so ein Marmeladenglas beschmücken könnt. Die Idee dazu habe ich von einer meiner Freundinnen, danke Monika, auf diesem Weg. Und was ist die Idee dahinter? Das Marmeladenglas oder die Marmeladenglasmomente, das soll ein Glas sein, was ihr jemandem schenken könnt und der kann dann oder der oder die kann dann effektiv einmal pro Woche einen Zettel schreiben mit dem schönsten Moment der Woche. Und wenn es einem dann mal nicht so gut geht, dann kann man da in das Glas reingreifen und sich an einen schönen Moment erinnern. Wie ihr dieses Projekt umsetzen könnt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Heute zeige ich euch, wie ihr mit der Cricut Joy Vinylfolie schneiden könnt. Und zwar einerseits ist es das Smart Material und andererseits eine ganz normale Vinylfolie, wie ich die sonst auch immer verwende. Und wundert euch nicht, am Anfang rede ich davon, dass ich hinten auch noch etwas ausschneide aus weißem Vinyl. Hat so nicht funktioniert, ist viel zu filigran, also er kommt damit nicht so richtig klar. Und das hat echt nicht funktioniert und da habe ich mich umentschieden und deshalb zeige ich euch heute auch gleich noch, wie ihr mit dem Stift wunderbar auch schreiben könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist ein Marmeladenglas. Dann, ich habe zwei Arten von Vinylfolien, weil ich euch beide zeigen will. Ich habe einerseits dieses Smart Vinyl bestellt in Gold. Das will ich euch zeigen. Da könnt ihr ohne Matte arbeiten. Und dann habe ich hier noch ein ganz normales Vinyl. Das ist ein weiß-mattes Vinyl. Das verwende ich für hinten für die Schrift und dafür braucht es natürlich die Matte. Und natürlich auch die Cricut Joy. Dann zeige ich euch auch zwei Varianten von Übertragungsmaterial. Das hier ist das, was ich normalerweise verwende, das so mittelhaftend ist. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich aber auch von Cricut noch dieses Transfer Tape bestellt. Und da werde ich den vorderen Teil machen, damit ihr das seht, wie das funktioniert. Dann können wir es auch gleich vergleichen. Zudem natürlich das Entgitterungstool und einen Schaber. Wenn ihr keinen solchen Schaber habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel eine Kreditkarte nehmen oder eine alte Geschenkkarte, wo ihr dann den Rand der Karte verwenden könnt. Das geht auch. Und was auch hilfreich ist, wenn ihr eine Art von Messband habt. Starten wir zuerst mit dem Projekt. Ich bin im Cricut Design Space und habe schon ein Projekt vorbereitet. Deshalb gehe ich hier auf meine Projekte in der Cloud. Und da habe ich dieses Marmeladenglas und sage Anpassen. So, ihr seht, ich habe zwei Texte. Einerseits habe ich hier einen Text, der hinten drauf kommt, um einfach zu zeigen, was man damit machen soll mit diesem Geschenk. Und das andere ist für vorne drauf. Diesen Teil hier werde ich mit Weiß machen und diesen Teil mit dem Smart Material in Gold. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe ganz einfach hier Text eingefügt. Ich habe mir schon Schriftarten heruntergeladen, wie das funktioniert und wie ihr auch Dateien importieren könnt. Das werde ich euch in einem separaten Video zeigen. Ich für mich jetzt für dieses Projekt habe hier für das Marmeladenglas habe ich dieses Hey Charlie, diese Hey Charlie Schriftart genommen und das andere hier dieser Text, das ist PopCat. Und was ich auch gemacht habe, speziell hier dieses Marmeladen, damit das so in einem Bogen ist, habe ich, es ist noch miteinander verbunden, ich zerlege das kurz, dann muss ich das auch noch trennen
Und jetzt sind das hier alles einzelne Buchstaben, die ihr dann mit diesem Icon hier drehen könnt und mit diesem Icon größer und kleiner machen könnt. Macht das beides wieder rückgängig, damit es wieder so ist, wie ich das haben wollte. Markiere mir kurz alles, um sicher zu sein, dass das alles verbunden ist. So, und jetzt will ich das einzeln ausplotten. Da gehe ich auf die Ebenen. Hier habe ich den Text, das ist den hier. Den blende ich jetzt zuerst kurz aus, so dass ich nur noch dieses Element habe. Jetzt von der Größe her habe ich mir einfach das mal gemessen und ich hatte so das Gefühl, 9 cm in der Breite ist ein gutes Maß und habe dann geguckt, okay, wenn ich hier, nee, sogar 10 cm, ne? 10 cm, das heißt, es wird sich hier so ein bisschen wölben. Nochmal, so, hier 10 cm, das wird sich auf beiden Seiten ein kleines bisschen wölben, was völlig okay ist, weil das wird so dieser Teil hier auf diesen beiden Seiten sein und das ergibt mir eine Höhe von 7,5 ungefähr, was auch wunderbar passt. Kleiner Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie sowas aussieht, wenn es denn dann auf dem Element ist, könnt ihr das ganz einfach irgendwo hinlegen. Und dann habt ihr hier ein Kamera-Icon. Und dann könnt ihr hier, das ist ein bisschen sehr weit weg oder groß, damit ich das euch richtig zeigen kann. Vielleicht so. Ihr könnt es einfach so hinhalten, damit ihr seht, okay, passt es oder passt es nicht für mich. Wenn ich jetzt, ich nehme ein anderes Beispiel, damit ihr es ein bisschen besser seht. Das hier ist das Post-it, der Post-it-Block und da kann ich einfach das so hinhalten und dann gucken, wie würde das da drauf aussehen. Dafür ist dieses Kamerading. So, jetzt fahren wir mit dem hier weiter und wie gesagt, das werde ich in Gold mit diesem Smart Material machen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu diesem Smart Material. Der Vorteil ist, ihr könnt, oder der Vorteil, warum man sagt, man braucht dieses Smart Material, ist, dass ich das ohne Matte verwenden kann. Jetzt per se, ihr kriegt, wenn ihr die Cricut Joy kauft, kriegt ihr eine Matte dazu. Da seid ihr halt einfach von der Länge eingeschränkt auf die rund 16,5 cm. Es gibt auch noch eine längere Matte, die ist dann auf, haben wir es hier, 30,5 cm. Mit dem Smart Material könntet ihr rein theoretisch so lange gehen, wie die Rolle ist. Das ist das, warum man das so verkauft. Ich finde es, naja, ich wüsste kein Projekt, wo ich was so Langes Zusammenhängendes habe, weil selbst wenn ich einen Spruch mache, kann ich ja die Wörter einzeln machen und die dann auf derselben Linie anordnen. Also das funktioniert auch, wenn ihr das mit der Matte macht. Und was ich halt auch nicht mag, dadurch, die Cricut muss ihr das immer einziehen. Also verliert ihr jedes Mal bei jedem Plotten hier oben einen Streifen. Man kann das dann noch mit der Matte irgendwo verwenden, aber naja, es ist halt Materialverlust. Und ich muss das Ganze jetzt auch hier komplett abschneiden, damit ich das so wieder verwenden kann. Das mache ich jetzt kurz. Aber ihr seht, ich bin nicht 100% überzeugt von diesem Smart Material, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Jetzt schneide ich das hier kurz und ich mache das extra immer mit dem Hebelschneider, damit ich sicher sein kann, dass das hier wirklich gerade abschneidet. So, da.
brauchen wir die Matten, brauchen wir hier nicht, sondern wir können direkt mit der Cricut arbeiten. Ich habe das Messer drin und jetzt kann ich hier auf dem Design Space einfach sagen herstellen. Dann fragt er mich ohne Schnittmatte, auf der Schnittmatte, auf Kartenschneidematte. Ich sage Smart Material ohne Schneidematte. Dann zeigt er an, wie das aussehen wird. Ich sage ist okay. So, und dann fragt er mich, was habe ich denn für ein Material? Und da steht jetzt drauf Smart Vinyl Permanent. Also nehme ich da Smart Vinyl Permanent. Und auf der Cricut habe ich ja keine Knöpfe drauf. Das heißt, die bedient eigentlich alles hier drüber. Und das heißt, er sagt mir jetzt Werkzeug Material laden. Das heißt, ich gebe hier diese Folie, gebe ich hier so rein. Der zieht die auch automatisch rein und guckt, ob er genug Platz hat, oder ob genug Material vorhanden ist, um das auszuplotten. So, und dann kann ich sagen, er sagt, ne, Werkzeugmaterial geladen, ja, tippe Go an und da hier unten auf Los. So, und wenn er fertig ist, dann sagt er mir das auch und ich sage hier auswerfen und habe hier wunderbar alles geschnitten. Das lege ich jetzt kurz beiseite und schneide auch gleich die zweite Datei noch kurz. Das heißt, ich gehe wieder zurück auf die Leinwand, blende mir die Ebenen wieder ein, sage hier bei der Schrift, die ich gemacht habe, blende ich wieder ein und das, was ich schon ausgeplottet habe, das blende ich aus. Und jetzt gehe ich wieder auf Herstellen, diesmal auf der Schneidematte, zeigt er mir an, wo das ist. Dann nehme ich hier die Schneidematte und dieses Plastik, was drüber ist, das wegnehmen, aber nicht wegschmeißen. Das dient euch zum Schutz, wenn ihr die Matte irgendwo aufbewahrt, weil das hier ist leicht klebend und genau dafür ist diese Matte. Jetzt bringe ich hier meine Vinylfolie ganz einfach auf diese Matte drauf. Dieses Mal nehme ich hier ganz einfach einen Premium Vinyl. Dann sagt er mir wieder Werkzeug laden, das heißt, ich gebe ihm hier die Matte rein. Der zieht die rein und guckt, ob er genug Material hat. Kommt wieder zurück. Und jetzt sagt er mir, tippe Go an und ich sage los. Ich habe jetzt hier die Aktion kurz abgebrochen, weil ich merke, der kommt damit nicht klar. Das ist für die Cricut so ein bisschen zu filigran. So, meine Lieben, ich habe die Übung abgebrochen, weil es effektiv so ist, dass das mit diesem kleinen Schriftding echt nicht funktioniert hat. Von dem her, wenn ihr euch ein Design überlegt, guckt einfach, dass ihr es nicht zu filigran macht. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte trotzdem diesen Schriftzug hier hinten drauf haben auf dem Glas. Und eigentlich das Gute daran, ne, ich kann euch auch gleich zeigen, wie der Stift funktioniert. Von dem her, ich habe hier ganz normales Etikettenpapier. Das mache ich jetzt hier auf die Matte drauf. Und jetzt sage ich dem, dass es nicht Schnitt ist, sondern dass es Zeichnen ist. Und der Stift, der mitgeliefert wird, ist ein Fine Point Pen 0,4 Black.
Fine Point 0,4, genau der ist es. So, und jetzt kann ich sagen, erstellen. Ich sage auf der Schneidematte. Passt für mich da, wo es ist. Dann gehe ich hier kurz auf alle Materialien. Jetzt kann ich hier suchen, ne? Artboard, Cardstock, Iron-on, Paper. Ist es Deluxe Paper, Adhesive Backed. Mal gucken, ob es da noch was anderes hat. Oder, nee, von dem her nehmen wir hier das Deluxe Paper Adhesive Packed. Ich mache da auch gleich ein Sternchen hin, damit ich das beim nächsten Mal nicht suchen muss. So, und jetzt sagt er mir Werkzeug und Material laden. Das heißt, ich muss jetzt den Pen laden. Dafür nehme ich hier das Messer raus, lege das kurz hin, nehme den Deckel vom Pen weg und mache den ganz einfach hier rein, lasche wieder zu. Dann muss ich das Material laden. Et voilà. Und jetzt sage ich Go. So, er ist fertig. Das hat wunderbar funktioniert, hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt können wir den Stift wieder rausnehmen, Deckel drauf und das Schneidemesser wieder reinmachen. Und ihr seht, das hat es wirklich wunderbar geschrieben. Jetzt kann ich das von der Matte lösen und dann noch zurechtschneiden. Die Goldfolie habe ich schon mal so ausgeschnitten, dass der Schriftzug hier einfach drauf ist. Und jetzt geht es darum, das zu entgittern, was ihr nicht braucht. Also gehe ich hier an eine Ecke, löse das und dann einfach gucken, dass nichts von dem mitkommt, was da drauf bleiben sollte. Und dann löst ihr halt einfach noch das, was hier in den Zwischenräumen ist. So, das müsste alles sein. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen zwei Sachen zum Übertragen ausprobieren. Einerseits hier für dieses nehmen wir dieses Transfer Tape. Das heißt, da schneide ich mir jetzt einfach ein Stück aus, das gleich groß ist. Jetzt löse ich hier eine Ecke. So. Ich löse da nie gleich das Ganze ab, sondern mache immer nur eine Ecke und lege es dann hier drauf. Und gehe da mit dem Schaber einfach, ihr seht, ich lege den hier einfach drauf und gehe damit mit, damit hier keine Blasen entstehen. Et voilà. Jetzt geht es darum, dass diese Folie auf dem Übertragungselement drauf haftet, deshalb streiche ich das hier gut fest. So, und jetzt müsste, wenn ich das hier löse, die Schrift eigentlich auf dem Übertragungsmedium drauf bleiben. Tut es überhaupt nicht. Dann versuchen wir es mal von der Rückseite. Jetzt versuchen wir es nochmal.
Und ansonsten helfe ich hier halt einfach mit dem Entgitterungstool nach. Normalerweise funktioniert das massiv besser, aber das kann sein, weil diese Goldfolie so ein bisschen eine Beschichtung drauf hat, damit die glitzert, dass das deswegen nicht auf dem Übertragungsmedium drauf haftet. So, haben wir das. Jetzt ist diese Goldfolie tatsächlich auf dem Übertragungsmedium drauf. Jetzt kann ich mein Marmeladenglas nehmen und das wunderbar hier schön mittig drauf bringen. Und ich gehe da immer so ein bisschen von der Mitte aus und drücke dann den Rest runter, damit da keine Blasen drunter entstehen. Und dann mit dem Schaber gut festdrücken. Das war jetzt mit dem Filz und jetzt gehe ich effektiv noch mit der harten Kante drüber. Weil je besser ich das jetzt festdrücke, desto besser haftet es dann auch auf dem Glas. So, und jetzt könnt ihr eine Ecke anheben und ich mache das immer so, dass ich das mit dem Finger einfach so wegziehe. Das haftet eigentlich dann am besten dran. Falls jetzt irgendwo etwas lösen sollte, müsst ihr nochmal drüber und das nochmal feststreichen. So, und das sieht doch schon mal sehr cool aus. Ich habe hier vorne mein Marmeladenglas-Momente. Jetzt kommen wir noch zur Rückseite. Und jetzt kann ich diesen Sticker hier hinten auf das Glas aufbringen. Das heißt, ich löse hier nur eine Seite an. So kann ich das wunderbar drauflegen und gucken, wo es mittig ist. Dann hier oben feststreichen und so das Ganze festmachen und so eigentlich am wenigsten Luftbläschen produziere. So, wunderbar. Dann habe ich hinten die Anleitung dafür und vorne die Folie. Und da könnt ihr dann ganz einfach noch einen kleinen Block mit Zettel reinpacken, damit es auch noch ein bisschen schöner aussieht. Und dann hat die Person auch schon so einen kleinen Block oben da anfangen, die schönen Erlebnisse aufzuschreiben. Und so habt ihr doch ein wunderbares Geschenk und hinten die Anleitung. Jetzt, was ich euch auch noch zeigen wollte, weil das nicht ganz funktioniert hat mit der Vinylfolie, wollte ich euch aber trotzdem das nochmal zeigen, um einfach euch auch zu zeigen, das muss nicht unbedingt Smart Material sein, das geht auch mit eurer ganz normalen Vinylfolie. Deshalb habe ich jetzt hier nochmal ein Stück und auch nochmal ein Glas. Und jetzt schneiden wir einfach das Große nochmal. Das heißt, ich gehe wieder auf meine Ebenen, sage hier, das will ich ausblenden und das wieder einblenden. Das ist genau das Element, das wir haben wollen. Sage hier herstellen, sage auf der Schneidematte, sage weiter und jetzt, um sicher zu gehen, dass das wirklich funktioniert, nehme ich nochmal diese Smart Iron-On, ob schon eine Vinylfolie ist, und da müsst ihr einfach gucken, natürlich auch das Papier unten und die Vinylfolie oben. Bringe das so auf die Matte auf. Und lade das
kleiner Maschine und immer noch zu wenig Platz auf dem Tisch, ne? So, dann lade ich das so hier in die Maschine rein. Der guckt auch wieder, hat er genug Material, um das zu schreiben. Alles okay, ich kann auf Go drücken. So, der hat das wunderbar geschnitten. Ich kann die Matte wieder nehmen. Das Element hier von lösen. Darf wieder den Schutz drauf machen. Und jetzt können iPad und die Cricut eigentlich schon weg. Jetzt schneide ich das noch kurz in die richtige Form. Weil dieses Stück, was ich jetzt nicht verwendet habe, das kann ich ganz einfach für ein anderes Projekt verwenden. Jetzt müssen wir entgittern. Auch hier wieder gucken, dass alles, was ihr noch braucht, auch wirklich drauf bleibt. Wenn da was mitkommt, ich mache das jeweils so, dass ich einfach mit dem Entgitterungswerkzeug da kurz ein bisschen entgegenhalte und den Schriftzug wieder zurück aufs Papier drücke und dann geht es eigentlich wunderbar. Und dann noch die inneren Teile. Und dieses Element werde ich jetzt effektiv mit dem Übertragungsmedium übertragen, was ich sonst auch immer verwende. Jetzt müssen wir das hier auch ein bisschen festdrücken, damit es wirklich die Folie auf diesem Übertragungselement haften bleibt. Das sollte jetzt eigentlich besser funktionieren als vorher mit der Goldfolie, weil die Beschichtung ein bisschen anders ist. Können wir gucken, ob das schon haftet. Hat wunderbar funktioniert. Und jetzt können wir unser Glas nehmen. Wenn euch das hin und her rollt, nehmt ihr am besten irgendetwas, wo ihr das vom Rollen so ein bisschen abhalten könnt. Und jetzt müsste das in einem Schub gerade drauf. Dann mache ich es jeweils so, dass ich in der Mitte feststreiche und dann nach außen, damit ich hier keine Luftbläschen unter der Schrift habe. Je runder euer Element ist, auf das ihr das übertragt, desto komplizierter ist es, aber es funktioniert eigentlich auch. So, und jetzt geht es wirklich darum, das wirklich gut ans Glas festzudrücken. Da gehe ich immer zuerst mit dem Filzschaber drauf und dann nochmal mit der härteren Seite. So, und dann könnt ihr hier eine Ecke lösen und es dann so wegziehen. Und dasselbe wie vorhin, wenn da irgendetwas nicht genug haftet oder mitkommt, dann müsstet ihr das nochmal feststreichen. Das sieht doch richtig, richtig, richtig cool aus. Hier verzichte ich jetzt drauf, hinten was ranzumachen. Ich mache hier so einen kleinen Stern dran. So, dann habt ihr wunderbar, ich finde diese Farbe richtig, richtig cool. Hier das Gold,
mit dem Smart Vinyl und hier das ganz normale Vinyl. Und es funktioniert, wie gesagt, beides wunderbar. Einfach nicht zu klein gehen mit eurem Motiv, dann funktioniert das wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf das Like unten. Ich hoffe, ihr habt echt Lust, das auch selber mal umzusetzen. Wenn ihr die Materialien dazu sucht, die sind unten in den Links. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!